Guten Morgen und willkommen zurück in meinem kleinen Häuschen. Ich bin ja aktuell hauptsächlich mit der Renovierung an meinem Wohnmobil beschäftigt, aber ich warte im Moment leider auf Material. Das heißt, ich kann da nicht weitermachen. Also muss ich mir irgendeine andere Aufgabe suchen, um nicht verrückt zu werden. Und da habe ich mir gedacht, widme ich mich doch mal einer Sache, die ich in meiner ganzen Tiny House Karriere bisher vernachlässigt habe. Und das ist das da. Das mag jetzt auf den ersten Blick nicht besonders schlimm aussehen, aber eigentlich hatte ich schon von Beginn an, als ich diese Küche gebaut habe, das war 2018, vor, hier Regale einzuziehen, damit später hier mal die Putzmittel stehen können, damit der Mülleimerdeckel nicht eingedrückt wird, wie es momentan der Fall ist, und so ein paar Sachen mehr. Und das mache ich jetzt heute mal. Also schnappt euch entweder Popcorn oder seid selbst am Basteln und am Aufräumen, während ihr dieses Video guckt. Viel Spaß und ich lege jetzt los. Genau genommen lege ich noch nicht ganz los, denn zuerst, was ich jeden Morgen mache, ist Japanisch lernen. So, Japanisch-Lektion beendet für heute und jetzt erstmal hier einen Überblick verschaffen. Ich muss mir das gleich auch noch aufzeichnen, aber die Idee ist auf jeden Fall, hier drüber ein Brett zu haben, auf dem dann die Putzmittel stehen und auch Lappen und so weiter sind, sodass das hier frei ist. Dann ist es wirklich nicht für das Gewicht hier ausgelegt. Dann ist hier drüben eigentlich auch noch eine riesige Fläche an Stauraum, den man eigentlich verwenden kann. Und wenn es was gibt, was im Tiny House wichtig ist, dann ist es, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen. Und das kann man hier auf jeden Fall machen. Also wäre auch Zeit, das mal anzugehen. Gebrauch Hut und Haus zu waschen. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Jetzt sieht man das Ganze ein bisschen besser. Ich muss hier auf jeden Fall noch drin saugen und einmal wischen und dann da hinten an der Steckdose, da sollte halt irgendwie noch eine Abdeckung drüber. Einfach nur zur Sicherheit, das muss auch nichts Aufwendiges sein. Und danach kann ich mich dem Rest widmen. Man sieht es kaum, aber ich habe einen Easy Fix für das Steckdosenproblem da hinten gefunden. Einfach so eine transparente Folie bzw. was bisschen dickeres aus einem Spiralbuch mit Tesa hier rangeklebt und jetzt ist es verschlossen. Das heißt, wenn Wasser irgendwie von hier oben irgendwo runterlaufen würde, dann sollte das jetzt eigentlich nicht mehr reinlaufen. Ich habe mir das mit dem Tablet fürs Wohnmobil angewöhnt, weil ich hier immer ganz praktisch kleine Zeichnungen noch reinmachen kann. Die kann ich später auch noch verschieben, verkleinern und vergrößern, wenn noch mehr auf die Seite passen muss. Früher habe ich immer alles auf Papier gemacht, aber wenn das Projekt komplexer wird, ist es schon ganz praktisch, das alles hier in einem zu haben. Und so mache ich das hier jetzt auch. Ich mache mir erstmal eine kleine Zeichnung und dann schauen wir mal, was ich an Material noch da habe. Ich glaube, dafür wird es gerade noch so reichen. Willkommen in der Sauna. Das hier sind übrigens noch alles, bis auf diese Liege da, Überbleibsel von meinen Projekten. Also so viel zum Thema, ne? Tiny House reicht vollkommen zum Leben aus. Das tut es, aber wenn man solche Hobbys hat oder man Tiny House überhaupt erstmal bauen muss, dann bleiben solche Dinge natürlich übrig. Und da braucht man dann irgendwo einen Lagerplatz dafür. Aber ich glaube, hier ist irgendwo das passende Brett dabei für heute. Ich muss es nur noch finden. Vielleicht können wir auch statt 2 größeren Plattformen mehrere kleine machen. Das hätte auch den Vorteil, dass die Stabilität höher ist, wenn ich jetzt nur mit Winkeln an der Wand arbeite. Also probiere ich das jetzt mal aus, halte das mal hin und schau mal, ob ich hiermit arbeiten kann.
jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar Winkel. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den Sommer mag. Aber ich habe auf jeden Fall stattdessen Regalkonsolen gekauft und keine Winkel. Ich mache das zwar lieber mit Winkeln, weil die unsichtbarer sind. Und die Teile sind meistens einfach nur hässlich. Aber ich habe gedacht, im Spülschrank kann ich das wahrscheinlich verkraften und es ist einfach definitiv ein bisschen stabiler. Außerdem sind sie schon weiß. Also ja. Ich hasse diese Schrauben. Zwischenstand, mein Nacken kracht gleich ab, aber ansonsten erstaunlich stabil. Ist wirklich nicht so einfach, wenn man so kurze Schrauben benutzen muss, weil die Bretter im Tiny House aus Gewichtsgründen so dünn sein müssen und man dann versucht, diese Schraube irgendwie festzuhalten. Und dann habe ich auch noch Kreuzschlitz gekauft. Warum? Also, bisher waren die Reiniger gut, aber das hier sieht irgendwie komisch aus. Guten Morgen. Ich habe mich heute schon mehrfach an meiner neuen Konstruktion hier unten erfreut. Ist einfach alles deutlich ordentlicher als davor. Das Einzige, was aber noch nicht so wirklich ordentlich ist, ist die Küche. Der widme ich mich jetzt mal kurz. Bei so einem großen Buch weiß ich manchmal wirklich nicht, wo ich es hin tun soll.
Arbeit ist getan. Ich begebe mich jetzt zurück ins alte Ägypten mit diesem Buch, das man am besten nicht beim Einschlafen lesen sollte. Sonst wacht man wahrscheinlich mit einer gebrochenen Nase auf. Das ist Buch 2 von möglicherweise vielen, die ich jetzt zum Thema Ägyptologie lese. Ich habe mich nach dem Spiel Assassin's Creed Origins intensiver in das Thema eingearbeitet und bleibe da auf jeden Fall auch dran, weil da inzwischen auch so ein kleines Experiment von mir draus geworden ist. Ich habe in der Kindheit oder in der Jugend irgendwann mal diesen Spruch gehört, wenn man 80 Bücher zu einem Thema gelesen hat, dann kennt man sich wirklich gut aus. Und das versuche ich jetzt entweder zu beweisen oder zu widerlegen, indem ich selbst zu diesem Thema 80 Bücher lese. Das ist jetzt Buch Nummer 2, es wird also noch ein bisschen dauern. Aber es fesselt mich gerade sehr und deshalb bleibe ich da erstmal dran. Vielleicht hat es den einen oder anderen von euch inspiriert, auch was Verrücktes noch heute zu machen. Was mich betrifft, ich habe jetzt erstmal zu tun. Ich würde also sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder am Samstag um 18 Uhr zu einem neuen Video, dieses Mal dann wieder aus dem Wohnmobil. Vielen Dank an Busuu für das Sponsoring und wenn ihr gerne Sprachen diverser Art lernen wollt, dann einfach dort mal reinschauen. Hier ist nochmal der Code. Und ansonsten würde ich sagen, bis dahin, eine schöne Zeit und wie immer, ciao.